Ich habe mich für diese Masterklasse beworben, weil ich einfach dirigieren kann. Das ist wichtig, weil einfach ich kann auf dem Podium und mit den Leuten, mit dem sozusagen lebendigen Mensch musizieren kann. In dieser schwierigen Zeit vor allem. Wir sind ganz in der Früh gekommen, wir wurden getestet und so, sehr gut kontrolliert. Wir mussten die Masken immer tragen, Abstand halten, also das Bioprotokoll war immer sehr gut reingeprägt. Es war ja gerade überhaupt nichts möglich und jetzt endlich mal wieder vor so einer lieben Gruppe an Menschen auch einfach stehen zu dürfen und mal wirklich so in sozialen Kontakt treten zu dürfen, das war halt wieder ganz ein anderes Gefühl. Man hat so viel positive Energie einfach gespürt vom Orchester, so viel Wohlwollen während dem Dirigieren und auch nachher beim Feedback, dass das überhaupt kein Problem war, dass da jetzt eine Testung stattfand oder das war halt einfach notwendig und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin frei und offen für das, was der Maestro sagen will oder sagen kann zu uns. Und das kann nur gut tun, natürlich, weil mit seiner Erfahrung und okay, das ist eine gute Zeit von dem Studium. Es gibt eine Grundlage, sagen wir, aber wir können wirklich tief in die Musik gehen, tief in die Kenntnisse eigentlich. Also das war immer meine große Erwartung eigentlich. Anfang, also der erste Satz von der 5. Beethoven, sogar die ersten paar Takte, das ist für einen Dirigent wirklich so von mir aus wie das Beethoven-Violinkonzert, zum Beispiel für einen Geiger, oder ein Beethoven-Klavierkonzert. Ne? Es ist wirklich eine der unangenehmsten, schwierigsten, rein technisch, musikalisch sowieso, Partituren, die es gibt. Und dann dachte ich, aber das muss auch jeder können und kennen und drauf haben. Dann dachte ich, also das ist wirklich ein perfektes Stück dafür, ist auch nicht so lang und wiederum kann man wirklich selber und ich, aber auch die Studierenden selber erkennen, wo sie sind. Wie viel haben sie wirklich drauf und wie viel haben sie eben nicht drauf. Was fehlt denn, ob es von Einsatz, von der Präzision oder auch sogar von der musikalischen Verständnis der Partitur oder Fantasie oder wie auch immer wir das nennen, das ist alles dabei. So erste Klasse Niveau, so wie Symphoniker zu dirigieren ist ja erstmal Luxus, kriegt man ja selten oder kaum. Ja, also ich hoffe natürlich in erster Linie, die Studentinnen und Studenten sind sehr gut vorbereitet. Das wünscht man sich natürlich jetzt da, wo sie natürlich weiß, dass sie gut vorbereitet sind. Das hat man nicht alle Tage. Auf das Uni-Orchester, das ist sehr, sehr gut, aber natürlich ein Berufsorchester, das ist schon einmal ganz ein anderer Sprung. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Studenten viel mitnehmen. Sie haben einen guten Coach, unseren Chefdirigenten, ein anderes Orozco Estrada. Der wird ihnen natürlich einige Tricks zeigen und ich bin mir sicher, die Studenten werden einiges Positives mitnehmen. Ich muss sagen, eine tolle Erfahrung und eigentlich viel mehr, als ich erwartet habe. Maestro Orozco Estrada, er war sofort uns nah. Nur natürlich hat man einen großen Respekt, ja, wenn man weiß, ja, der ist Chef von Wiener Symphoniker, der hat in Frankfurt, Houston, der dirigiert überall, ja, der hat schon so eine Karriere, so viel Erfahrung und ja, man hat so ein großes Respekt. Und
Er war immer sehr genau, er hat uns dirigieren lassen und hat er uns beobachtet und wirklich, er war auch sehr unterstützvoll, aber sehr ehrlich. Ja? Ein Orchester grundsätzlich, meiner Erfahrung nach, ist es froh, wenn es weniger gesprochen wird und mehr gezeigt wird. Oder anders gesagt, der Dirigent oder die Dirigentin ist so klar, dass man im Grunde von mir aus was wiederholen braucht, soll sein, aber nicht viel geredet werden muss, weil alles eigentlich ablesbar ist. Der Maestro ist natürlich, er hat viele Erfahrung, er ist super menschlich, er ist ein toller Mensch. Er hat eigentlich in der MDW studiert vor lang, also das ist wirklich eine ganz tiefe, sagen wir, Vorsetzung der Wiener Schule. Natürlich immer einen modernen Sinn mit Innovation und natürlich, er bringt viel von seiner Persönlichkeit mit. Man spürt sofort, da ist so was. So einfach ist das. Aber man muss nur technisch wissen, weil ohne das ist es was auch immer und dann sind wir schon, das ist schade. Ja, vor allem in dem Moment, wo du das alle da hast, und das heute werden sowieso alle da sein, aber dann kriegst du wirklich alle sind dabei, bei dir. Ja. Und dann hast du die volle Verantwortung. Das ist natürlich der schwache Punkt. Also du musst das, jetzt kannst du kannst dir keinen Fehler erlauben. Aber die sind dafür da. Wuff, du hast den Klang quasi in deiner Hand. Das ist so eine Kugel und du nimmst sie und dann und dann. Schon jetzt weiß ich, was konnte ich besser oder was war gut. Und auf jeden Fall, ich bin noch immer, wie Sie sehen können, aufgeregt und begeistert. Ja. Das Interessante, wie wir es gesehen haben gestern, ist es, man würde glauben, es ist relativ eng oder streng, ist es auch, aber auf die andere Seite gibt es doch wieder, will man sagen, ist das Schöne auch, so viele verschiedene Versionen. Wir haben 9 verschiedene Versionen tatsächlich gestern erlebt. Und das heißt, auch wenn die Musik relativ eng gedacht wurde oder scheint zu sein, kann jeder doch noch so viel da richtig schön machen oder auch richtig falsch machen. Für mich ist alles gut gegangen. Natürlich, ein paar Sachen hat funktioniert und auch nicht funktioniert, aber so ist das Leben und so lernt man auch. Und ja, ich habe einfach viel gelernt, hat mich sehr gefreut und ja, danke.